Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute mit einem Thema über ein anderes Massaker. Ich muss hier aufpassen, was ich sage, wegen den Wörtern. Ihr wisst ja, ich werde ja hier zensiert. Von Nimmersdorf. Wie kann ich aber diese Grausamkeiten erläutern, wenn ich die Wörter nicht sagen darf? Schwierig, aber dennoch möchte ich versuchen, das Video zu machen und werde das einfach mit anderen Worten und beschönigend darstellen. Nemmersdorf heißt heute Majakowskoje, gelegen im Kreis Gusew, Gebiet Kaliningrad, und gehört jetzt zur Russischen Föderation. Im Oktober 1944 zählte das Dorf in Ostpreußen, damaliges Ostpreußen, 637 Seelen. Am Sonnabend des 21. Oktober gegen 6 Uhr rollten die ersten sowjetischen Panzer T-34 über die Brücke in die Gemeinde ein. Kurz darauf begannen die Grausamkeiten an den Einwohnern. In meinem Buch habe ich jetzt die bestialischen Taten aufgeführt und ich versuche sie jetzt ein bisschen beschönigend darzustellen, teilweise nur Ausschnitte. Sowjetische Soldaten töteten Johannes Grimm, den Bürgermeister. Ja. Gerda Metzulat wurde ebenfalls ermordet, mit einem Kopfschuss versucht getötet zu werden, doch sie kam mit dem Leben davon und konnte später Zeugnis ablegen. Charlotte Müller wurde mit vorgehaltener Pistole zum GV gezwungen, wie sie selbst bezeugte. Ein älterer Mann wurde auf einem Misthaufen tot aufgefunden. An einem Scheunentor am rechten Torflügel sei eine tote Frau, ich darf das Wort nicht sagen, aber ich kann es euch sagen, wie Jesus Christus, ihr versteht, was ich meine. Der Augenzeuge Karl Potrek, damals Volkssturmmann, berichtete genau das, dass seine Volkssturmkompanie erhielt den Befehl, in Nemmersdorf aufzuräumen. An dem ersten Gehöft links von dieser Straße stand ein Leiterwagen. An diesem waren 4 nackte Frauen in Jesus Christus Stellung aufgefunden. An diesem Gasthaus stand längs der Straße eine Scheune. An beiden Scheunentüren war je eine Frau in Jesus Christus Stellung aufgefunden. Weiter fanden wir dann in den Wohnungen insgesamt 72 Frauen einschließlich Kinder und einen alten Mann. Fast alle bestialisch ermordet. Unter den Opfern befanden sich auch Kinder im Windelalter. Zitat Ende. Mehr kann ich jetzt nicht zitieren, das geht nicht. Sogar Deutschlands für mich Lückenhistoriker, Lücken, weil er nur bestimmte Dinge sagt und nicht alles, meinen Recherchen nach, siehe Adolf Hitler, eine Korrektur, Band 1, da schreibe ich über Guido Knopp. Deutschlands Lückenhistoriker Guido Knopp erklärte sogar in einer Fernsehdokumentation zur großen Flucht, die sich bis heute hartnäckig haltenden Berichte über Frauen, die Rotarmisten bei lebendigem Leib Jesus Christus scheinen hingegen nicht dem erfindungsreichen Gehirn des Propagandaministers zu entstammen. Ein von ihnen aufgefundener Zeitzeuge, der damalige deutsche Kriegsberichterstatter Hans-Joachim Paris, bestätigte ein grauenhaftes Bild. Junge Mädchen und Frauen waren an die Scheunentore worden. Es war grausam und wirklich kaum vorstellbar. Weitere Gräueltaten in Nemmersdorf führe ich in meinem Buch auf, die ich jetzt auch nicht zitieren kann. Man fand allerdings keine Hinweise auf großflächige Vergewaltigungen. Insgesamt sollen zwischen 25 und 30 Menschen bei dem Massaker ums Leben gekommen sein. Andere nennen 72 Tote. Am 25. Oktober 1944 traf eine Kommission von der Sicherheitspolizei Tilsit, Außenstelle
Gumbinnen, eine Kommission vom Kommando Nordost der SS-Standarte Kurt Egers sowie Kriegsberichterstatter vom Einsatzzug der Heeresgruppe Mitte und ein Luftwaffenkriegsberichter am Tatort ein. Doch die Toten waren zwischenzeitlich begraben worden. Auf dem Friedhof fand man aber noch ein offenes Grab, aus dem die Leichen wieder herausgenommen wurden, um sie zu untersuchen. Das sollten manche Mainstream-Historiker später zum Anlass nehmen, um zu unterstellen, dass die Leichen manipuliert worden seien. Bei den Exhumierten handelt es sich um 13 Frauen, in der Mehrzahl über 60 Jahre alt geschätzt, 8 Männer, ebenfalls ältere Leute und 5 Kinder. Der untersuchende Arzt stellte fest, dass alle durch getötet worden waren. Weitere Einzelheiten kann ich wiederum nicht sagen. Bei der Weiterfahrt nach Osten über den Angerab hinweg fanden Polizisten vor dem Panzergraben weitere 4 Frauen und 3 Kinder, die ebenfalls nicht identifiziert werden konnten. Reichspropagandaminister Josef Goebbels nutzte das Massaker von Nemmersdorf für seine Agitation, um die Angst vor den Bolschewisten zu verstärken. Außerdem wurde in der NS-Propaganda behauptet, dass viele Frauen und Mädchen vergewaltigt worden seien, was die Zeugen und die Untersuchungen allerdings nicht bestätigten. Aber auch so ist es ja schlimm. Klaus Rainer Röhl sagte genau das, ich zitiere: Die Wirklichkeit war schlimm genug. Alle Einwohner des Dorfes, bis auf eine Zeugin, die durch Zufall schwer verwundet überlebt hatte, waren erbarmungslos umgebracht worden. Greise, Frauen und Kinder bis zum gerade geborenen Baby. Zitat Ende. Aber auch hier muss man aufpassen, denn unwahr ist, dass alle Einwohner des Dorfes umgebracht worden sind. Die genaue Opferzahl lässt sich aber auch hier nicht feststellen. Laut Zeugen beträgt sie zwischen 13 und 72 Menschen. Die exakten Hergänge in Nemmersdorf können bis heute nicht nachvollzogen werden. Sie sind angesichts der Verquickung authentischer Berichte mit zeitgenössischer Propaganda und Verklärung im Nachkriegsdeutschland schwer zu rekonstruieren. Ihr wisst, ich bin objektiv. Doch die Toten, sie bleiben. Aber es kursieren auch haarsträubende Vermutungen im Internet, wonach es SS-Leute selbst gewesen seien, die ihre eigenen Landsleute verstümmelt und dann entsprechend hergerichtet hätten. Das ist mehr als absurd, betrachtet man die Hunderttausenden von Gräueltaten, die die Rote Armee bei ihrem Vormarsch begangen hatte. Also auch hier gibt es Wahrheit, Fiktion und Propaganda und ich versuche, das zu trennen, aber manchmal ist es nicht möglich. Im Fall Nemmersdorf ist es nicht möglich. Was ich habe, sind Fotos der Opfer und diese Fotos lügen nicht. Wenn ihr über den Ausbruch des Krieges mehr wissen wollt, dann kauft oder vielleicht sogar abonniert meine Serie Adolf Hitler eine Korrektur. Es sind bisher 6 sehr umfangreiche Bände erschienen. Jeder Band hat zwischen 1500 und 2000 verifizierte Quellen. Und ich dokumentiere in dieser Buchreihe genau das, was ihr nicht lesen könnt in anderen Geschichtsbüchern. Also ich beweise die Geschichtslügen und ich veröffentliche Dokumente, die bisher keinen Einzug fanden. Und so entsteht ein vollkommen neues Geschichtsbild, ohne dass man diese Quellen wegdiskutieren kann, weil es sind Originalquellen. Auch in meinem neuen Buch, also das, was ich euch heute von Nemmersdorf erklärt habe, steht in meinem neuen Buch Deutschland muss vernichtet werden. Das Buch hat sehr, sehr hohe, auch sehr umfangreich, sehr, sehr hohe Wellen geschlagen, weil der Mainstream und die Linken, die wollen nicht, dass es dieses Buch gibt. Die wollen nicht, dass wir an unsere Millionen von Toten gedenken. Und genau dafür habe ich das Buch aber geschrieben.
für unsere Großmütter, für unsere Großväter, die ihr Leben für uns geopfert haben, die auch von den alliierten Massenmördern umgebracht worden sind und heute Opfer zweiter Klasse sind. Sie werden verschwiegen oder sie werden sogar noch diskriminiert als Massenmörder oder Trümmerfrauen hat es nie gegeben. Die Vertreibung war nicht so schlimm. Die Vertreibung war das, was man sät, das erntet man, bla bla bla. Also das ganze Kauderwelsch, um die deutschen Toten zu relativieren. Genau das mache ich nicht. Ich mache genau das Gegenteil. Es ist ein Denkmal für unsere Toten. Und wenn ihr teilhaben wollt an dieser Gedenkkultur für unsere Toten, jetzt sind wir mal auf der Tagesordnung, für unsere Toten, dann besorgt euch dieses Buch. Ich mache es nicht für mich. Ich mache es für meinen Großvater, für meine Großmutter. Ich habe es ihnen versprochen, stellvertretend für viele Millionen. Und wenn wir gerade bei Büchern sind, möchte ich auch auf ein anderes Buch noch darauf hinweisen, das ich geschrieben habe. Staatsgeheimnis NGO-Finanzierung. Millionen und Milliarden Steuergelder für linke und linksextreme Extremisten und Aktivisten. Dieses Buch hat jetzt mal vordergründig nicht mit dem Buch zu tun, aber diese NGOs, die hier finanziert werden von eurem Steuergeld, ich habe sie alle aufgeführt mit den Listen, was sie für Geld kriegen und so weiter. Diese NGOs, die sind mit Schuld daran, dass wir nicht mehr an unsere Toten gedenken dürfen. Also hängt alles irgendwie zusammen. Bitte abonniert mich bei Telegram, weil wenn ich mal nicht mehr bei YouTube erreichbar bin, eines Tages wird es vielleicht so sein, dann bin ich bei Telegram. Abonniert mich deshalb gleich. Dort gibt es Audionachrichten von mir, andere Videos, die ich hier nicht veröffentliche. Ich bin jeden Tag bei Telegram. Ich habe einen anderen Kontakt zu den Lesern dann. Also abonniert mich gleich und auch meinen kostenlosen Newsletter unter www.michaelgrant.de. Alle Links sind unten angegeben. Bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.